Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ich habe heute ein ganz tolles Rezept für euch mitgebracht, nämlich ein selbstgemachter veganer Frischkäse. Frischkäse ist vielleicht da ein bisschen irreführend, denn es ist tatsächlich eine ganz andere Art und Weise, diesen sogenannten Frischkäse herzustellen. Aber ich muss ihn unbedingt mit euch teilen, denn bei mir darf er im Kühlschrank nie fehlen. Und was wir dazu brauchen, das zeige ich euch jetzt. Für unseren veganen Frischkäse benötigen wir 2 Tassen Cashewkerne. Diese habe ich am Vorabend in einer Kaffeetasse eingeweicht und am nächsten Morgen gründlich mit klarem Wasser ausgespült. Dann benötigen wir 400 ml veganen Joghurt, dann eine Zitrone, einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Apfelessig und wir brauchen 2 Esslöffel des Gewürzes Satar. Satar kommt in der orientalischen Küche vor und die Hauptzutat ist Wildthymian. Es schmeckt ganz hervorragend. Ich kann euch das nur mal ans Herz legen, das auszuprobieren. Die Zubereitung des Frischkäses ist denkbar einfach. Man nimmt sich einen Hochleistungsmixer, dann gibt man einmal den veganen Joghurt hinzu, dann folgen die Cashewkerne, und dann folgt auch schon das Salz, etwas Zitronensaft. Kann man auch ganz nach Gusto machen. Ich nehme immer ganz gerne eine halbe Zitrone, aber die Zitronen sind ja auch vom Geschmack her immer ganz unterschiedlich. Einfach mal ausprobieren. Und zuletzt der Apfelessig. Und jetzt kann es ans Pürieren gehen. Jetzt schauen wir mal nach, wie sich hier die Konsistenz verhält. Sehr schön. Genau so wollen wir es haben, nämlich schön sämig. Man kann das natürlich auch ganz nach Gusto entscheiden. Manche mögen es auch, wenn sie so ein bisschen die Cashewkerne noch rausschmecken. Ich mache es mal so, mal so. Auf jeden Fall bin ich jetzt hochzufrieden. Und dann geht es schon ans Anrichten. Hier könnt ihr auch noch mal die Sämigkeit des Frischkäses sehen. Also genauso, wie ich es haben möchte. Fluffig, cremig, herrlich und einfach zum Reinspringen. In dieses Glas kommt nun meine Frischcreme und ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, halt, Moment, was ist denn mit dem Satar, was sie vorhin so schön angepriesen hat? Das kommt jetzt. Als allererstes geben wir in unser natürlich vorher sterilisiertes Glas unsere Creme, unseren Frischkäse. Dann geben wir auf unseren Frischkäse heißt es immer noch, geben wir nun unser feinstes Olivenöl. Und nun, ihr Lieben, folgt das Satar. Das kommt jetzt direkt hier rein. Können wir jetzt natürlich auch noch mal mit einem Löffel etwas verteilen. Da sieht man schon und das finde ich so herrlich, wie sich jetzt die ganzen Texturen hier vermischen. Und so geht er dann in den Kühlschrank. Da dickt er dann auch noch mal nach und dann kann man sich immer bei Bedarf von diesem wunderschönen Frischkäse etwas abnehmen. Und dann geht es auch schon ans Probieren. Ich freue mich schon. Das sieht einfach so herrlich aus. Es ist schon einfach so appetitlich, wenn sich die Kräuter mit dem Öl vermengen. Einfach köstlich. Dieser Wildthymian schmeckt einfach hervorragend und gerade in der Kombination mit der Zitrone. Also ich lege euch wie immer ans Herz, probiert es einfach mal aus. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal, eure Mangal.